Heute zeige ich euch, wie wir gemeinsam die Interfaces anlegen, die Basisklassen und die ersten Manager, sodass ihr direkt eine Grundstruktur habt, die auch mit jedem eurer AI-Agents funktioniert. Hallo und herzlich willkommen bei Project Makers. Heute zum zweiten Tutorial dieser Serie. Heute kümmern wir uns darum, die Struktur umzusetzen, die wir im letzten Video besprochen haben. Beim letzten Mal sind wir in der App-Klasse stehen geblieben. Die ist jetzt noch leer an der Stelle und wir springen gleich mal ein Stückchen vor und haben jetzt hier direkt eine fertige App-Klasse. Wir gehen jetzt hier auch nicht Step by Step oder schreiben den Code nicht selbst, sondern das sind ja Dinge, die ich schon mehrfach gemacht habe und ich möchte euch ja partizipieren lassen. Deswegen zeige ich euch direkt, wie die fertige Umsetzung ausschaut. Ganz wichtig an der Stelle, wir haben hier immer den Namespace PM. PM steht hier in unserem Fall für Project Makers. Das könnt ihr natürlich benamen, wie ihr wollt. Wichtig ist aber, dass ihr das dann konsistent durchzieht, denn anhand des Namespaces definiert ihr ja, wo ihr die Klassen herholt. Wir gehen jetzt einfach mal Step by Step durch. Den ganzen Code findet ihr natürlich in der Videobeschreibung in unserem Beispielprojekt bzw. in unserem Tutorial-Projekt auf GitHub immer in der aktuellsten Version. Okay, was wir hier sehen ist, dass wir natürlich eine Klasse ist, die von MonoBehavior erbt. Das ist wichtig hier an dieser Stelle für unsere App-Klasse. Und wir haben jetzt hier verschiedene Services, die wir laden. Und zwar als Public Static haben wir den Configuration Service, den Event Service und den Log. Log heißt jetzt hier gezielt nicht Service, weil man Log öfter benutzen muss und es schreibt sich dann kürzer. Ist hier in dem Fall eine Eigenheit von mir, aber das ist einfach so dann etwas simpler umzusetzen. Das könnte man natürlich auch bei Event oder bei Events dann machen oder Configuration. Im Normalfall sollte man es aber vernünftig benamen, also so benamen, wie es eben sich gehört. Also ein Service ist ein Service, ein Manager ist ein Manager, damit eben das Naming klar ist. Okay. Wenn wir die ganzen gesetzt haben, also hier haben wir ganz normal einen Getter und einen Setter, das bedeutet, wir fragen ab, ob es diesen Configuration Service schon gibt. Wenn es den Configuration Service schon gibt, dann geben wir natürlich den Configuration Service zurück und wenn es ihn nicht gibt, dann erstellen wir einen neuen Configuration Service, also initialisieren den neuen. Wenn wir den setzen, das geht natürlich nur privat in dieser Klasse, dann setzen wir den Wert auf den Wert, den wir da eben reinschreiben. Wichtig ist, wir greifen dann immer über die Public Static zu, die Private Static ist nur hier intern. Hier weiter unten haben wir dann noch eine Liste von Managers, dazu kommen wir gleich noch. Auch nicht wundern, dass das hier noch rot ist, wir haben ja die Services und so noch nicht angelegt, deswegen gibt es die Klassen noch nicht, deswegen wird das hier alles noch als Fehler angezeigt. Jetzt haben wir hier eine wichtige Sache und zwar haben wir hier eine Compiler-Weiche, also in Unity bzw. in C# können wir in diesem Fall jetzt sagen, if Unity Editor, also nur wenn wir im Unity Editor sind, wollen wir, dass dieser Codeschnipsel überhaupt im Code enthalten ist. Die Compiler-Weiche nimmt den sonst komplett raus, also wenn die ein Bild macht für Android, iOS, was auch immer, dann nimmt die das hier raus, weil das ist ja für Unity Editor. Das können die mit verschiedenen Sachen machen, also für iOS, für Android, wenn man zum Beispiel spezifische Sachen für die jeweiligen Devices umsetzen möchte, dann kann man das hier machen, auch für Mobile Device dann etc. Also zum Beispiel anderes UI laden. Okay, wir haben hier eine Methode, auf das Kontextmenü kommen wir gleich. Die sagt Load All Manager, die macht in unserem Fall nichts anderes, außer alle Manager zu suchen und die reinzuladen, ist einfach nur ein kleiner Helfer für uns, dass wir nicht per Hand die Manager zuweisen müssen. Und das ist auch wichtig, das machen wir nur im Editor. Da gibt es dann ein paar Mittel und Wege, wie wir das machen können, vor einem Start oder vor einem Bild, dass sie automatisch geladen werden. Dieses Kontextmenü ist einfach nur ein Button, den zeige ich euch dann. Da kann man dann draufklicken im Inspector in Unity und da können wir dann sagen Load All Manager und dann lädt er alle Manager. Also führt diese Methode, die direkt hier drunter steht, aus. Wichtig ist noch, in Awake haben wir jetzt die richtige Reihenfolge hoffentlich. Initialize Services und dann Initialize Manager. Also wir initialisieren zuerst die Services, das ist das, was ich auch im letzten Tutorial angesprochen habe. Wir wollen erst die Services laden, also zuerst natürlich diese App-Klasse, dann die Services, die lädt die Services und danach laden wir erst die Manager. Das hat den Hintergrund, da wir einen Service eigentlich immer brauchen, also ein Service ist für den grundlegenden Core der App sozusagen zuständig. Und die Manager sind dann eben zusätzliche Features oder einzelne neue Elemente, die wir zur App hinzufügen, die nicht, also prinzipiell nicht relevant sind für die Lauffähigkeit der App. Was das genau alles bedeutet, das sehen wir dann gleich Step by Step. Okay, die Services sind relativ einfach. Wir definieren hier eine Reihenfolge und sagen einfach, okay, Configuration Service ist ein neuer Configuration Service, Event Service und Log genauso. Damit wir die einfach in der Reihenfolge definieren. Das machen wir in der Reihenfolge, weil die aufeinander auch aufbauend sind. Das sehen wir gleich in den Services.
Danach haben wir noch die Methode Initialize Manager und da gehen wir einfach nur die Liste unserer Manager oben durch und initialisieren die Step by Step eben, dass diese Manager auch initialisiert werden. Das passiert alles immer beim Start und dementsprechend brauchen wir uns danach nicht weiter drum kümmern. Solange die Manager in der richtigen Reihenfolge in der Liste liegen, ist alles okay. Im Regelfall bauen wir aber die App so auf, dass die Reihenfolge der Manager keine Rolle spielt, weil Manager selbst nicht aufeinander aufbauen. Okay, ich würde sagen, dann kümmern wir uns um den ersten Service und das ist hier unser Configuration Service. Den Configuration Service erstellen wir jetzt einfach unter Services. Rechte Maustaste können wir hier direkt im Menü machen, also wir können das direkt hier in Rider machen, können das theoretisch auch in Unity machen, dann erstellt er gleich ein MonoBehavior-Objekt. Hier erstellt er jetzt eine normale C#-Klasse, also einfach Add- und C#-Klasse. Dann geben wir dem eine Klasse. Jetzt fragt er uns noch, ob wir die Dateien zu Git hinzufügen wollen. Da können wir auch sagen, don't ask again. Ja, weil wir wollen immer, dass wenn wir eine neue C#-Klasse erstellen oder auch die Metadaten dann eben, die von Unity bzw. hier von Rider über die Unity-Schnittstelle erzeugt werden, dass diese auch erzeugt werden. Klicken also Add. Und jetzt machen wir das Ganze, ihr seht schon, defaultmäßig hat er den Namespace Project, das hat mit einer Ordnerstruktur zu tun. Ihr könnt den Ordner auch benamen, wie ihr eben euer Namespace haben wollt, dann würde die Zuweisung automatisch passieren. Wir können später korrigieren, dass unser PM-Punkt der Namespace ist, den er immer nehmen soll als Default. Okay, auch hier haben wir die Klasse vorbereitet. Jetzt gehen wir hier mal Step by Step durch. Wie wir sehen, haben wir jetzt hier noch ein Using, der nicht da ist, also den wir auch nicht selbst erzeugen. Das ist gleich ein Package, das wir uns dazu holen. Das hat einige Vorteile. Das bietet uns im Editor auch asynchrone Abhandlung von verschiedenen Sachen und hat eine bessere asynchrone Abhandlung wie Default C# jetzt in diesem Fall, gerade spezifisch eben für Unity. Dazu kommen wir aber gleich. Okay, was wir jetzt hier haben, ist einmal unseren Config-Folder-Name, den nennen wir gleich Config, und unseren File-Name heißt dann config.ini, das könnt ihr natürlich benamen, wie ihr wollt. Wichtig ist, dass wir die Datei jetzt in den richtigen Ordner legen und da sehe ich gerade, dass wir einen Fehler produziert haben mit AI und zwar müsste der Streaming-Assets-Ordner nicht im Project rein, sondern in den Assets-Ordner, also eins höher. Das ziehen wir jetzt einfach mal da hoch. Er fragt, ob wir ihn verschieben wollen, sagen ja. Und jetzt haben wir den auch an der richtigen Stelle. Also wichtig, der Streaming Assets Ordner muss in den Assets Ordner rein. Das ist von Unity ein vorgegebener Ordner. In diesem Ordner haben wir jetzt hier schon ein Config und ein Config-Ini, also ein Config-Ordner und eine Config-Ini, die ist jetzt an der Stelle noch leer. Die Config-Ini in unserem Fall ist aufgebaut wie eine Toml-Datei. Das heißt, wir können immer in eckigen Klammern einen Header oder eine Überschrift angeben, zum Beispiel Network. Und darunter können wir dann Dinge schreiben, wie zum Beispiel Host ist gleich, und da schreiben wir dann rein 192.168.1.1 zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich abhängig davon, was da für Werte drin sind, aber das wäre jetzt eine gültige Ini-Datei. Das bedeutet, wir können später auf den Key Network zugreifen oder auf die Section Network und können da den Key Host abfragen und bekommen dann diesen Wert. Wofür haben wir eine Ini-Datei? Naja, einmal kann es sein, dass wenn ihr die App jetzt nicht einfach ein Spiel macht, was ihr zum Beispiel so released, sondern ihr möchtet eventuell eine App deployen für mehrere verschiedene Kunden, also wenn ihr direkt eine App deployt, dann habt ihr die Möglichkeit im Nachgang die Sachen einfacher zu verändern. Oder ihr habt eine Testversion, die ihr zum Beispiel auf einem Gerät habt und ihr möchtet dann auf dem Gerät, ohne jetzt jedes Mal die App neu zu bauen, wollt ihr dann gewisse Werte verändern, dann könnt ihr das direkt in der Config-Datei, wie zum Beispiel den Host verändern, weil ihr zwei verschiedene Backends habt, die ihr ansprechen wollt oder ähnliches, dann könnt ihr die Werte auch hier verändern und anpassen und dann sozusagen einfach mit dem nächsten Neustart die neuen Werte übernehmen. Das kann manchmal ganz gut sein, wenn ihr verschiedene Dinge ausprobieren wollt. Zurück im Configuration Manager. Wir haben jetzt hier noch ein Dictionary, String und Name Value Collection. Das seht ihr gleich, das sind unsere Sections. Und ein Dictionary mit String und Object, das ist dann unser Cache an der Stelle. Das erste, was wir machen, ist das Ganze initialisieren. Das passiert bei den meisten unserer Services, dass wir eine Initialisierungsmethode haben. Das bedeutet, wir haben ja hier einen Konstruktor. Das bedeutet jetzt, wir haben hier eine Methode, die hat genau den gleichen Namen wie die Klasse. Und das immer beim Neuerzeugen, also wenn wir sagen New Configuration Service, wenn wir das irgendwo tun, dann rufen wir eine neue Version des Ganzen auf und führen alles aus, was hier drin steht. In diesem Fall onInit. Und da wir ja in unserer App-Klasse ein New aufrufen, passiert das jetzt hier. Natürlich könnte man die Sachen gleich in Konstruktor schreiben, aber das ist ein bisschen unsauber, deswegen nimmt man das so Step by Step raus. Okay, was wir jetzt hier sehen, ist einmal, dass wir den Pfad kreieren und wir haben jetzt hier einmal Application Streaming Asset Path und haben wir dann den Config File Folder, das ist unser Folder hier, und Config File Name. Das erzeugt dann genau diese Struktur, die wir haben. Also Streaming Assets, wichtig, schreibt auch Streaming Assets genauso, denn das ist von Unity eine Vorgabe. Dann Config und Config Ini und dann passt das. Hier haben wir nochmal einfach einen Debug-Log. Wichtig, wir nehmen jetzt hier noch den Debug-Log von Unity, denn wir haben ja unseren Log-Service noch nicht initialisiert.
Und dann sagen wir Unitask from result load file content at path. Das bedeutet jetzt hier, wir haben hier eine asynchrone Methode, die diese Methode gleich ausführt, da gehen wir gleich drauf ein, an folgendem Pfad. Denn wir wollen ja warten, bis die Methode geladen ist, beziehungsweise also auf das Result wollen wir warten. Das ist eine asynchrone Methode, aber wir warten auf dieses Result. Deswegen wird sie mehr oder minder wieder synchron. Da gehen wir jetzt einmal kurz runter, dass wir das erst einmal sehen. Wir sehen jetzt hier, das ist eine asynchrone Methode und ganz wichtig an dieser Stelle, vorhin habe ich über Compiler-Weichen gesprochen. Wir haben hier eine Compiler-Weiche, die einmal sagt, wenn wir bei Standalone OS X sind, also das ist das Apple-Betriebssystem, ne, oder Unity Editor oder Unity iOS sind, also immer wenn wir auf einem Mac-Gerät unterwegs sind, dann müssen wir beim File-Path das File // davor hinzufügen. Warum müssen wir das? Weil sonst Apple einfach den File-Path so aus Unity heraus nicht benutzen kann und wenn wir dann nämlich aufs Zielgerät zugreifen, denn wichtig ist, dieser Streaming-Assets-Ordner, der liegt danach so blank, wie er jetzt hier ist, tatsächlich als Ordnerstruktur in eurem Endgerät. Egal, ob das ein Android ist, egal, ob das ein iOS-Gerät ist, wo auch immer das liegt so sozusagen einfach da, damit ihr direkt auf eine Datei zugreifen könnt, damit ihr auch später, wie gesagt, wenn das Teil gebaut ist, diese INI-Datei einfach anpassen könnt. Dazu brauchen wir einen File-Path. Okay, was wir jetzt hier tun, wir switchen zum Main-Thread. Das ist wichtig, wir können asynchrone Operationen in Unity nicht in einem Second-Thread machen, das muss immer im Main-Thread sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wir haben jetzt hier noch unseren Unity Web Request. Das ist die einfachste Methode, auf eine lokale Datei zuzugreifen, ohne Probleme zu haben in den verschiedenen Dateisystemen, was Berechtigung angeht. Deswegen nehmen wir einfach den Unity Web Request, sagen get File Path und senden das Web Request an der Stelle, also hier erzeugen wir den nur und warten jetzt, dass er zurückkommt sozusagen. Wenn er nicht zurückkommt, dann returnen wir einfach. Wird jetzt gerade rot angezeigt, weil wir das Unitask noch nicht importiert haben. Und ansonsten parsen wir die Konfiguration. Also wir holen uns ja die Konfigurationsdatei, die so ausschaut. Und die müssen wir jetzt erstmal irgendwo reinstecken, dass wir damit auch arbeiten können. Und das tun wir hier an der Stelle. Wir gehen jetzt hier in die Parse Configuration. Da haben wir unseren String Content. Das ist ja ein einzelner String, was hier zurückkommt. Und jetzt haben wir die Sections. Das ist das, was ich vorhin erklärt habe. Das hier oben, also Network zum Beispiel, ist eine Section. Und da müssen wir jetzt definieren, wie die ausschauen. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Das ist einfach nur das Parsen von dieser Datei in unseren Dictionary rein, dass wir danach darauf zugreifen können. GetValue ist dann eben, dass wir direkt den Wert daraus bekommen, der da drin steht. Das können natürlich, das ist Type of T. Type of T ist eine Variable, die dynamisch ist, in Anführungsstrichen. Das bedeutet, wir geben einen Wert mit und der Wert, der rauskommt, also dieser Default-Wert sozusagen, das ist dann der Wert, den wir wieder bekommen. Also als Beispiel, wenn wir sagen GetValue und geben da int ein, dann versucht er das, was er wieder bekommt, als int-Value sozusagen rauszubekommen. Als nächstes holen wir uns erstmal Unitask. Dazu rufen wir GitHub auf und es gibt jetzt verschiedene Methoden. Ihr könnt euch das Unity-Package einfach über die Version hier runterladen, aber ihr könnt auch, wenn ihr hier ein bisschen runter scrollt, seht ihr hier irgendwo die Information UPM-Package via Git-URL und dann bekommt ihr oben eine Version, you can add das hier zum Package Manager. Dann aktualisiert er nämlich immer automatisch. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Den Vorteil wollen wir ja schon nutzen. Und da gehen wir jetzt einfach hier in den Package Manager. Package Management. Und dann hier oben auf das Plus, Install von Git-URL. Dann kopieren wir das rein, warten einmal kurz und können das Ganze jetzt auch in unserem Rider sehen. Es dauert einen Moment, seht ihr, dass es neu laden muss. Und jetzt sind die Fehler weg und jetzt funktioniert das auch alles, wie es funktionieren soll. Gut, den ersten Service haben wir erledigt. Schauen wir wieder in die App-Datei. Wir sehen jetzt auch, der Fehler ist weg. Und jetzt kümmern wir uns um den nächsten Service. Das ist der Event-Service. Hierzu gehen wir auch wieder einfach auf Services, rechte Maustaste, Add Class und nennen das Ganze Event-Service. Ihr könnt euch das Ganze natürlich sparen, indem ihr einfach die Sachen aus dem Codebeispiel, aus dem GitHub von uns einfach downloadet. Auch hier gleich wieder den ganzen Beispielcode. Und wir sehen jetzt auch hier wieder fehlen einige Punkte. Dazu kommen wir gleich drauf. Das erste, was wir haben, ist natürlich unsere Klasse Event Service. Die muss von nichts weiter erben. Das initialisieren wir ja neu. Und haben jetzt hier ein Private Read-Only Dictionary. Da wollen wir einmal Event Keys und Event Data haben. Das muss man theoretisch nicht machen. Event Keys können Strings sein. Aber ich habe mir vorgenommen, oder allgemein in meinen Projekten habe ich das immer so strukturiert, dass ich die Keys immer als enum habe, damit es eben keine Schreibfehler kommen kann, gerade wenn man mit mehreren Leuten arbeitet. Das kann dazu führen, dass ihr relativ große enums habt,
Aber ihr habt es dann eben sauber aufgeräumt und ihr habt keine Sachen doppelt etc. Und wenn ihr nicht mehr wisst, wie gerade der Key heißt, den ihr jetzt gerade gesucht, könnt ihr eben direkt auf diesen enum-Key aufspringen. Das zeige ich euch jetzt ganz kurz. Dazu nehmen wir einfach mal Doppelklick hier, dann brauche ich nicht immer tippen. Add und machen hier eine C#-Class. Hier können wir gleich auf enum klicken und also das Ganze unter enums, deswegen gibt es auch einen eigenen enums-Ordner. Event Keys lassen wir einmal kurz leer, kommen wir gleich dazu und jetzt schauen wir nochmal kurz in den Event Service rein und machen noch Event Data. Das sind jetzt Daten, das ist kein enum, deswegen packen wir das in Objects rein. Rechte Maustaste Add und auch hier wieder, das wird aber normale Klasse und nennen das einfach Event Data. Und hier kopieren wir jetzt unsere Event-Daten rein, auch wieder wichtig, richtige Namespace. Und hier haben wir jetzt eine Weak Reference und ein Delegate. Eine Weak Reference ist im Grunde genommen nichts anderes wie eine Referenz auf ein Objekt, das aber den Garbage Collector, also denjenigen, der den RAM immer aufräumt, nicht daran hindert, dieses Objekt auch zu löschen. Das heißt, wir haben zwar eine Referenz auf das Objekt, aber das Objekt kann einfach währenddessen gelöscht werden oder auch verändert werden, nicht nur gelöscht werden. Und Delegate könnt ihr euch ein bisschen vorstellen wie eine Variable, in der wir aber keine Variable, also keine Daten direkt speichern, sondern eine ganze Klasse reinlegen. Also in diesem Delegate liegt dann eine Klasse mehr oder minder drin. Okay, dann gehen wir zurück zu unseren Event Keys und packen jetzt da noch ein paar Keys rein. Ich gebe jetzt euch einfach mal hier einen kompletten enum mit, also wie der bei mir jetzt schon befüllt ausschaut, bei einem Testprojekt bei uns oder bei einem kleineren Projekt bei uns, wie sowas dann aussehen kann. Wir haben jetzt hier verschiedene Events. Wir haben einmal Change-Events, das heißt, wenn wir eine Variable verändern, dann haben wir ein gewisses Event. Wir haben aber auch ein extra Event, wenn wir die Variablen laden. Das hat damit zu tun, denn wenn wir eine Variable laden, verändern wir sie ja auch per se. Und damit das sich nicht in die Quere kommt, haben wir jetzt da eben zwei Versionen der Variablen. Das kann man anders lösen, das ist aber eine sehr einfache Lösung. Das war jetzt auch aus einem relativ simplen Projekt und damit sind wir eben allen Problemen aus dem Weg gegangen. Führt natürlich dazu, dass man ein paar mehr enums hat, aber ganz ehrlich, die Datei, egal wie groß die wird, egal in Anführungsstrichen natürlich, die wird nicht so groß sein, dass sie zu Problemen führt. Wichtig, auch hier wieder, Naming ist der Key im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar haben wir hier ja eine Change Gold, Change Reputation und so weiter Variable. Wir belassen das jetzt auch mal bei 2 Stück, damit es für unser Projekt hier übersichtlicher wird. Und das Change im Vornherein sagt direkt, es ist ein Change-Event. Ich habe das hier extra nochmal dazu geschrieben, damit man einfach sieht, dass es ein Change-Event ist. Und das haben wir hier eben bei Lord-Events genauso. Und diese Variable oder dieses Naming ermöglicht es uns das später, wenn wir ein Event triggern wollen. Also wenn wir sagen wollen, hey, wenn du den Button drückst, dann soll irgendein Event ausgelöst werden und wir kennen das Schema halbwegs, also wissen, was ein Lord ist oder ein Change ist, dann können wir das an der Stelle direkt nutzen oder wissen direkt, worauf wir zugreifen müssen, wenn wir zum Beispiel einen Wert changen wollen oder einen Wert laden wollen. Oder dann hier haben wir zum Beispiel User-Events, das könnte man jetzt noch mit User vorne ranschreiben, das würde das Ganze vielleicht sogar noch verbessern an der Stelle. Aber hier haben wir zum Beispiel Lord Scoreboard oder Resolve Order, wenn eine Bestellung reinkommt. Und damit haben wir dann die Möglichkeit, auf diese verschiedenen Sachen einzugehen. Wir haben jetzt die User-Events rausgelassen, weil die User-Events ja die anderen Events sind und Change und Lord ja vorne immer gleich ist. Natürlich ist es jetzt ein sehr blödes Beispiel, weil wir hier auch Lord Scoreboard haben und dementsprechend ist es natürlich der Schuster und seine Leisten, nicht? Genau, hier haben wir jetzt noch Room-Events, das ist jetzt spezifisch für unsere Sachen, auch hier Add-Events, also wann wollen wir Add schauen. Das können wir alles mal rausnehmen. Uns reichen jetzt erstmal die User-Events und damit das auch dem entspricht, was ich gesagt habe, machen wir das gleich so, dann gibt das Ganze nochmal ein saubereres Bild. Also wir haben jetzt hier verschiedene Events, die Zahlen dahinter im Übrigen. Die sind dazu da, um den Events eine ID zu geben. Das sollte man bei einem enum immer machen, denn wenn man einem enum keine ID zuweist, also dem Wert keine ID zuweist, dann macht er das selber, also dann referenziert er die selber durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in dem Fall. Das Problem an der Stelle ist, dass wenn ihr im Nachgang mittendrin etwas hinzufügt, verändert sich die ID-Reihenfolge. Je nachdem, wie ihr mit enums arbeitet, ob ihr die vielleicht zum Server schickt etc., könnte eine Veränderung eures enums, wenn ihr das eben auch serverweit benutzt, zum Beispiel in JavaScript ist das immer gerne ein Problem oder in Angular mit TypeScript, dann kann das dazu führen, dass eine veränderte Reihenfolge, dass er dann nicht mehr auf den Namen zugreift, sondern auf die ID grundsätzlich in einem enum. Und damit wir den einfach vorbeugen, geben wir einfach jedem Wert eine fixe ID und jetzt können wir auch zwischendrin noch Werte machen. Also ihr seht hier, wir haben hier einfach uns für die 100er Reihenfolge entschieden, dann haben wir die Möglichkeit, 100 Change-Events, 100 Lord-Events zu machen, ohne mit anderen in den Konflikt zu kommen. Natürlich könnt ihr auch 10er-Reihenfolge, 100er-Reihenfolge machen, aber lasst ein bisschen Platz dazwischen einfach, damit ihr später noch ein bisschen Möglichkeit habt, dazwischen hin und her zu switchen. Dann wieder zurück zum Event-Service.
Wir sehen jetzt, hier hat sich schon einiges gefixt, im Best Case natürlich alles. Und wir haben jetzt hier unser Dictionary mit den Event Keys und Event Data. Wir wissen ja jetzt, dass die Event Keys sind eben die Werte, also wie zum Beispiel Lord Data, und unsere Event Daten sind dann eben diese Weak Reference, also Datenreferenz und ein Delegate. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar haben wir einmal die Methode, wir können subscriben. Also wir können uns anmelden auf ein bestimmtes Event Key mit einer bestimmten Action. Das sehen wir gleich noch genauer. Wie zum Beispiel hier unsere Variable, das ist unser Event Key, Change Gold. Und wenn dieses Change Gold ausgeführt wird, dann wollen wir, dass eine Action ausgeführt wird. Im Normalfall bei uns einfach eine Methode, wo wir dann einen Integer reingeben oder je nachdem, was euer Gold ist, ein Double etc. Okay, was wir jetzt hier schon sehen, wir haben jetzt die App.log. Das ist unser Log-Service, den wir eingeführt haben. Und dieser Log-Service schreibt dann das direkt über unseren Log-Service rein. Zum Log-Service kommen wir gleich noch, dann gehe ich genauer drauf ein. Jetzt haben wir hier ein paar Abfragen. Ich gehe jetzt auch wieder nicht genau im Detail drauf ein. Ihr könnt euch das gerne anschauen. Das ist unsere Methode, wie wir das für uns jetzt umgesetzt haben und damit sehr zufrieden sind. Im Endeffekt fragen wir einmal nach, gibt es dieses Event schon? Also gibt es schon ein Event Key sozusagen, also ein Event schon mit diesem Event Key? Wenn nicht, dann erstellen wir das Ganze und setzen uns direkt als Lauscher sozusagen, als Subscriber in dieses Event rein. Wenn es den schon gibt, dann kommen wir da einfach mit rein, also wir packen uns da einfach mit rein und hängen unsere Action mit an. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, und zwar hier unten, nehmen wir an, wir sagen Change Gold, aber wir laden das erste Mal das UI. Dieses Change Gold Event ist aber vielleicht vorher ausgeführt worden, dann wollen wir trotzdem den letzten Wert, also der letzte Wert, der da war, und das ist dann das hier unten. Also der fragt dann nach dem letzten Wert, der vorhanden ist, ab. Und wenn dieser vorhanden ist, also wenn es einen letzten Wert gibt, dann führt er eben genau diese Action aus, also zum Beispiel das UI neu schreiben. Unsubscribe, da nehmen wir einfach unsere aktuelle Aktion und nehmen die aus diesem Event Key eben wieder raus, also aus diesem Event wieder raus, sodass eben das UI nicht mehr aktualisiert wird. Also am besten subscriben, wenn ein UI geladen wird, unsubscribe, wenn es entladen wird, aber dafür zeige ich euch gleich die Basisklasse, geht super gut damit. Und dann haben wir natürlich noch Notify. Notify bedeutet, wir wollen jetzt mitteilen unserem Event-Service, hey, es hat sich hier etwas getan. Also zum Beispiel Change Gold 500 und dann wissen wir, okay, das Gold wurde um 500 gechanged, also verändert. Und wie ihr dann damit umgeht, ist natürlich, darauf ist dann spezifisch, aber in diesem Fall wollen wir genau das tun. Und auch hier wieder haben wir verschiedene Wege, die wir gehen. Wir fragen auch, ist es da, ist es noch nicht da, etc. Sind schon welche subscribed? Wenn schon welche subscribed sind, muss ja auch beim ersten Notify schon was passieren. Sind keine subscribed, müssen wir trotzdem in den Cache laden, also müssen wir das trotzdem zwischenspeichern sozusagen in diesen Events, sodass, wenn der erste subscribed, dass er diesen Wert auch bekommt. Ist im Endeffekt das gleiche wie oben, nur halt jetzt für die Notify-Methode hier. Wir haben dann nochmal ein Subscribe und ein Unsubscribed, also das gleiche nochmal, nur hier oben haben wir einen Type und den wir mitgeben, also zum Beispiel so ein Integer etc. oder was Komplexeres natürlich. Und wir haben es nochmal ohne Type. Das ist die einfache Version davon, wenn wir zum Beispiel einfach nur ein Event wollen, dass wir sagen, etwas ist fertig geladen oder etwas wurde geschlossen oder es wurde etwas abgeschlossen, aber wir haben keinen Wert, den wir mitgeben. Deswegen gibt es das Ganze nochmal ohne Variablen bzw. ohne Parameter, den wir mitgeben an der Stelle. Und das ist jetzt relativ simpel, ist aber ein ultramächtiges Tool. Also es wirkt relativ simpel, ist aber ein sehr, sehr mächtiges Tool, wenn ihr damit arbeiten wollt und damit dann eben eure Sachen modular macht. Der Event-Service wäre damit an der Stelle abgeschlossen. Den schließen wir jetzt auch mal, um die Übersichtlichkeit zu wahren. Das nächste in der Liste ist dann der Log. Dazu holen wir uns jetzt mal den Log-Manager in dem Ganzen. Der ist bei uns etwas komplexer, weil wir den verschiedene Sachen aufgebaut haben. Wir gehen also hier in Services, machen mal rechte Maus das Add Dictionary und machen da ein Dictionary namens Log. In diesem neuen Ordner erzeugen wir jetzt eine C#-Klasse, also das wird wieder ein Enum. Und das nennen wir jetzt Error Code, denn das ist aber optional. Wir wollen vielleicht die Möglichkeit haben, Error Codes zu erzeugen. Wir sehen jetzt auch hier schon, dadurch, dass wir jetzt hier vorher schon einen Namespace festgelegt haben, jetzt versteht er schon, hier sind wir im pm.service.log. Das passt jetzt an der Stelle auch schon fast, weil wir wollen nicht direkt im Log sein, sondern uns reicht pm.service, denn wir wollen auch von außen auf diese Enums zugreifen können, also nicht nur im Log, sondern auch von außen. Und jetzt haben wir auch verschiedene Requests. Da gibt es eine ganze Handvoll, also ihr kennt es vielleicht von Webentwicklung, dass ihr 200 okay habt oder 400 ist nicht okay, also da ist was schiefgegangen, 500 ist Server-Error und so weiter. Das Ganze haben wir hier auch, also wir haben hier eine Handvoll vorgegeben und hier fehlen noch ein paar Zahlen, die kann man dann noch erzeugen. Das ist jetzt für WebSocket in die Stelle. Und
Auch hier wieder das gleiche Schema. Wir haben hier immer den Namen des Ganzen und dazu einen Code, also eine Nummer. Wie gesagt, ihr kennt das vielleicht aus Webentwicklung oder ähnlichem. Das müsst ihr nicht tun, das ist eine freiwillige Sache, das hilft aber gerade bei Serverproblemen und so weiter, wenn ihr dann seht, oh, Fehler 200 etc., dass ihr auch immer Fehlermeldungen habt, mit denen ihr wirklich was anfangen könnt. Wenn ihr die gleichen Fehlermeldungen serverseitig später macht, dann habt ihr eben den Vorteil, dass ihr sehr schnell rausfindet, woran die Sachen liegen und einheitliche Fehlermeldungen, gerade wenn ihr mit mehreren Entwicklern zusammenarbeitet, auch wenn ihr alleine arbeitet oder über längere Zeitraum an einem Projekt arbeitet, dann ist die einheitliche Fehlerkultur sozusagen etwas, was euch sehr gut hilft, später schneller auf den Punkt zu kommen oder schneller rauszufinden, woran es liegt, weil ihr euch selber irgendwann dann aneignet, die gewissen Fehler in gewisse Strukturen einzusetzen oder Fehlercodes in gewissen Strukturen einzusetzen und damit kommt ihr sehr viel schneller ans Ziel, wenn ihr denn Probleme habt. Auch für KI wieder, alles, was ihr so vorgebt, also wie zum Beispiel die Error Codes, wenn ihr sagt, hey, bau das Ganze so und nutze für das Feedback bitte die Error Codes. Dann funktioniert das, weil er ja auch die Error Codes liest und sofort weiß, okay, welcher Code sollte für was sein. Das funktioniert nicht immer 100%, natürlich bei Menschen genauso wie bei KI, aber es hilft schon sehr stark, das zu strukturieren und vor allem ist das wieder ein kleiner Punkt, der auch dem AI Assistant oder auch euch, wenn ihr dann mit den Guidelines arbeitet etc., euch wieder ein bisschen zu einer gewissen Struktur drängt, in Anführungsstrichen, womit das Projekt gerade auf größerer Ebene dann längerfristig sauber läuft. So, als nächstes brauchen wir hier noch das Log-Level. Auch das ist natürlich ein Enum an der Stelle. Und da gibt es die ganz typischen Log-Level, also Debug, Info, Warn, Error, Fatal. Und an der Stelle holen wir uns jetzt schon mal die richtigen Settings rein für unsere Config-Ini, damit auch nachher unsere Log-Level vernünftig lädt. Das Network lassen wir einfach mal als Beispiel hier. Und jetzt haben wir hier noch Debugging, Log-Level Info und Log-Path ist dann /log, also wo er die Logs hinspeichert. Das sind die zwei Informationen, die wir aus dem Configuration-Tool dann abrufen, beziehungsweise aus dem Configuration-Service abrufen. Okay, jetzt brauchen wir natürlich noch das Wichtigste, den Log-Service selbst. Also erzeugen wir einfach eine neue Klasse, nennen die Log-Service. Nein, wir haben die nur Log genannt, also nennen wir die auch hier nur Log. Und dann fügen wir die Klasse hier einmal ein. Und wir gehen einmal ganz kurz durch. Also wir laden natürlich die Log-Level. Und jetzt sehen wir schon das erste Mal, wie wir Konfiguration laden. Dafür ist der Service gerade super. Der zeigt nämlich das schöne Beispiel. Wir haben einmal den Path, also wir sagen einfach ein Read-Only-String. Das ist jetzt nur für unseren Log-Manager. Und sagen dann App. Das ist ja die Klasse, die wir erstellt haben. Diese statische Klasse, die immer da sein sollte. Also unsere App. Punkt Configuration Service. Also wir wollen ja von unserem Configuration Service etwas. Punkt Get Value. Und Value ist das, was wir vorhin gesehen haben. Da können wir jetzt einfach eingeben, einmal die Sektion, aus der wir was wollen, und den Key, den wir haben wollen. Also wir wollen jetzt sagen, Get Value Section ist dann Debugging und den Log Path. Also wir wollen in Debugging den Log Path zuerst haben. Wenn wir den dann haben, den geben wir halt an. Wenn der nicht angegeben ist, ist ein Default Value, dann nehmen wir den Default Value und hier haben wir nochmal, sollte der Configuration Service null sein in dem Fall, also das ist immer so eine Null-Abfrage hier, wenn das nicht funktioniert hier vorne, dann geben wir insgesamt einfach /logs zurück und jetzt sehen wir schon, da hätten wir jetzt schon ein Problem, also ein Wert wird jetzt schon nicht stimmen. Wir brauchen noch eine Section General, die erzeugen wir einfach mal ganz oben. Und in dieser Section General wollen wir noch ein App-Title, glaube ich, war das gerade. Genau, den App-Title haben. Und der App-Title ist jetzt, und jetzt können wir die eingeben, Tutorial App. So, und jetzt hätten wir auch einen App-Title. Das hat einfach damit zu tun, dass wir in die Log-Datei immer oben den Titel reinschreiben. Genau. Und so könnt ihr dann einfach aus der Config-Datei Sachen laden. Wie gesagt, bei jedem Neustart wird das dementsprechend dynamisch aus dieser Datei geladen. An erster Stelle hier sehen wir auch Get Log Level, also da laden wir direkt die Informationen aus dem Log Level, auch wieder Debugging Log Level. Das ist ja genau das, was wir hier haben, den Log Level im Debugging. Und das erklärt sich jetzt, glaube ich, von selbst, wenn man das einmal gesehen hat, funktioniert das. Hier auch eben, warum die App-Klasse einfach App heißt oder Log einfach Log heißt, weil man das öfter braucht. Da kann man dann theoretisch auch das Configuration Service umändern, zum Beispiel App Configuration oder App Config und dann Get Value, das wäre das Ganze einfacher. Und wisst ihr was? Das machen wir einfach gleich. Wenn ihr Rider benutzt, könnt ihr an der Stelle einfach Steuerung RR im Normalfall, das, je nachdem, was ihr für Key-Settings habt, eingeben und dann wird das Ganze renamed. Das heißt, da geht jetzt das Projekt durch und passt es an jeder Stelle an und wenn es funktioniert, hat es funktioniert. Wir nennen das jetzt einfach Config, klicken Next und sehen jetzt app.config, er zeigt auch keinen Fehler an. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz in die Services und sehen hier Configuration Service. Das benennen wir auch nochmal um. Ne, brauchen wir gar nicht.
Wir gehen jetzt nochmal hier in die App-Datei rein und sehen jetzt in der App-Datei, dass er uns das hier schon umbenannt hat. Also hier sehen wir Config. Der Datentyp heißt noch Configuration Service, aber unser Public Static heißt eben Config und dementsprechend können wir darauf zugreifen. Das machen wir jetzt hier auch einmal beim Event. Ups, einmal richtig, Showing RR und nennen das jetzt einfach Events. Events klingt besser, ne? Und das ist jetzt in dem Fall die Mehrzahl. Event Service, ja doch, passt. Und so ist es jetzt alles auch etwas angepasst. Man muss ja seinen eigenen Regeln auch immer wieder treu sein. Und das ist auch eine wichtige Regel beim Programmieren. Das nennt sich Pfadfinderregel, sagt man zumindest so vereinfacht. Bedeutet, wenn ihr eine Stelle seht, wo ihr wisst, das könnte ich eigentlich besser machen oder das sollte ich eigentlich besser machen und das ist so eine Kleinigkeit, dann kann man das direkt mit umsetzen, wie jetzt zum Beispiel das Anpassen der Variablennamen, das uns dann einfach später den Umgang damit deutlich einfacher gestaltet, weil es halt einfach nur ein Drittel von der Größe ist von dem Variablennamen. Klingt erstmal wenig, aber es schaut im Code einfach übersichtlicher und besser aus. Und natürlich ist es einfacher zu schreiben, einfacher zu merken. Von daher ist das etwas, was man direkt umsetzen kann. Wichtig an der Stelle, das hatte ich erst neulich mit jemandem das Gespräch, das bedeutet nicht, dass ihr jede Aufgabe sofort umsetzen solltet, wenn ihr sie seht. Das nennt sich nämlich dann Micromanagement und das ist extrem genau in die andere Richtung. Also die einen lassen alles liegen, die anderen wollen alles gleich machen. Sondern wenn ihr Aufgaben seht, die ein größeres Refactoring bräuchten. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, ich habe aber da was beim Laden der initialen App-Klasse insgesamt versaut und ich möchte das anders machen oder ich möchte da etwas besser umsetzen sozusagen und ihr wisst, dass es nicht in 30 Sekunden erledigt, sondern ihr braucht Tests dafür danach und so weiter, dann schreibt euch das einfach auf eine Taskliste. Macht euch ein kleines Kanban-Board oder so, schreibt euch das auf eine Taskliste und das dann für später ein Hinweis, hey, ich muss es noch tun, aber das hat jetzt keine Priorität und dann macht weiter mit den Sachen, die ihr gerade tut. Das hilft euch ungemein einfach in der Strukturierung und euch nicht vom einen ins nächste dann einfach zu verlieren im Projekt, sondern so kommt ihr dann Step by Step besser voran. So, was wir jetzt getan haben, ist auch unser Log-Service fertig soweit. Also ja, wir fragen get log level, wir haben jetzt hier die verschiedenen Methoden, also public, void, debug etc. Und wir haben hier unten bei write-log noch zwei Sachen, die wir defaultmäßig oder gerade in dem Projekt immer anhatten. Das könntet ihr natürlich auch über eine Variable machen, also auch über die Config-Variablen. Wir haben einmal write to console und write to file. Vorher bitte, auch wenn ihr aus dem Configuration Manager etwas ladet, ladet das initial, also hier oben, nicht bei Log-Level, sondern hier oben und ruft dann die geladene Variable ab. Denn im laufenden Betrieb sozusagen den Config-Manager aufrufen, um damit Werte aus einer Textdatei zu lesen, ist relativ kostenintensiv, also Betonung liegt auf relativ, sollte man lassen, deswegen macht man das am Start in diesem Fenster, wo man sowieso das Ganze lädt. Genau, und dann macht er dementsprechend genau das, was da steht. Entweder schreibt es einfach in die Konsole, hier macht er noch ein bisschen Farben dazu, die könnt ihr natürlich nach Belieben anpassen. Oder er schreibt es eben in der Datei. Auch hier wieder darauf achten, dass wir, je nachdem, auf was für ein Dateisystem wir sind, aufpassen müssen, wie man das macht. Auch hier könnte man wieder, das wäre jetzt wieder was für die Taskliste, insgesamt eine Methode machen, die einfach einen eigenen Path-Combine macht und je nach Gerät dann eben dieses File-Doppelpunkt zurückgibt oder halt auch nicht. Diese GetShort-FilePath-Methode, die ist nur dazu da, dass wir diesen Pfad oben, den wir uns aus dem C# sozusagen holen, von welchem Namespace wir das Ganze holen, dass wir einfach vorne den Default-Pfad abschneiden und dann wirklich nur das Ende, also genau unseren Namespace sozusagen bekommen. Das ist nur eine kleine Helfermethode, die hier mit drin ist. Damit ist auch der Log abgeschlossen und würde jetzt an der Stelle auch funktionieren. Das nächste, was jetzt noch fehlt, ist eigentlich nur noch unser Interface. Wir haben noch kein Interface erzeugt. Wir gehen jetzt auf Interfaces, rechte Maustaste, Add Class und geben jetzt hier Interface ein und nennen das I, das schreibt man groß und dann Manager schreibt man auch groß, das ist I immer groß und dann das dahinter auch ganz normal groß schreiben und haben wir jetzt hier unseren I-Manager. Okay, auch hier haben wir wieder den Code natürlich schon vorhanden und jetzt haben wir ein Public Interface und das ist der I-Manager. Wir sagen in diesem Interface nur, es gibt immer ein Public Bool und der ist init. Und jetzt sehen wir schon, die App-Klasse hier oben hat keinen Fehler mehr, weil wir jetzt sagen können, dass wir das Ganze als Manager laden. Und danach nehmen wir einfach nochmal die Manager selbst, also unsere lokale Mono-Behavior-Liste und fügen jeden hinzu, der nicht schon hinzugefügt worden ist, sodass die Liste einfach nicht doppelt erzeugt wird. Okay, die Basisklasse für den Manager. Dafür haben wir extra den Base-Ordner hier, machen eine neue Klasse, nennen die dann Base Manager. Und auch hier wieder kopieren wir einfach das rein. Wir sehen jetzt auch hier sind wieder ein paar Sachen nicht vorhanden. Das erste, was wir jetzt noch brauchen, das ist unsere Event Registration. Die zeige ich euch jetzt. Das machen wir einfach über Objects wieder. Eine neue Klasse. Event Registration.
Registration ist im Endeffekt nichts anderes als eine Helferklasse, die uns dient in dem Manager oder auch dann in der Controller-Datei oder in dem Base-Controller, dass wir Events einfacher hinzufügen und entladen können. Wir haben hier nichts anderes wie ein Event Key, ein Type, also was für ein Typ das Ganze ist, und ein Delegate, ähnliches hatten wir vorhin auch schon. Public Abstract Class Base Manager Type of T, erbt von MonoBehavior. Wir haben einen iManager, also wir wollen ja unser Interface, Where T, Base Manager T. Also, wir geben diesem Base Manager ein Type of T mit, also wir wollen, dass dieser Base Manager ein Type of T hat, das heißt wieder einen jetzt an dieser Stelle undefinierten Typ oder einen dynamischen Typ in Anführungsstrichen, und den erbt er aber von dem Manager, den wir erzeugen damit. Also erzeugen wir zum Beispiel den UI-Manager, dann wird das hier automatisch, dieses T, automatisch ein UI-Manager-Type. Das ist wichtig, weil wir wollen ja eine Public Instance von unserem Manager haben. Also wir wollen ja eine Public Instance von unserem UI-Manager haben und nicht von unserem Base-Manager. Okay, wichtig ist jetzt hier im Base Manager gibt es einige Sachen, die sind nur dazu da, um den Base Manager zu managen. Da gehen wir nicht so sehr drauf ein. Das erste, was aber wichtig ist, ist die Initialisierung, also die Init-Methode. Und die fragt einfach ab, hey, gibt es schon eine Instanz? Und wenn es eine Instanz gibt, bin ich diese Instanz oder bin ich diese nicht? Wenn es schon eine Instanz gibt und ich bin sie nicht, dann zerstöre mich. Wenn es eine Instanz gibt und ich bin sie, dann ist ja alles gut. Und ansonsten, wenn es weder eine Instanz gibt, also wenn es noch keine gibt und ich selbst auch diese Instanz natürlich nicht bin, dann setze ich die aktuelle Instanz auf mich. Bedeutet, es darf ja nur einen Manager geben, also einen UI-Manager zum Beispiel. Und dieser eine UI-Manager ist dann eben der eine, und wenn ich jetzt einen zweiten versuche zu initialisieren, soll der checken, okay, es gibt schon einen, und deswegen mache ich nicht noch einen. Das passiert hier und danach führen wir einfach die OnInit-Methode auf. Das Ganze in Try-Catch, damit nichts schief geht. Die OnInit-Methode, die ist jetzt hier leer sozusagen, die können wir dann in dem eigentlichen Manager aufrufen, wenn wir beim Initialisieren noch Dinge regeln wollen oder Dinge halt auslösen wollen. Dafür ist die OnInit-Methode da, aber die soll bitte erst passieren, nachdem es diese Instanz schon gibt, also nachdem die Instanz schon erzeugt worden ist. Danach haben wir eine Protected Virtual Void, OnEnable und OnDisable, und die ruft Manage Events auf mit Subscribe und Unsubscribe. Das seht ihr jetzt noch nicht, das seht ihr dann, wenn wir den ersten Manager erzeugen. Wir sehen jetzt hier also ein Register-Event. Das heißt, wir haben eine Methode in dem Manager, da können wir Events registrieren und sagen, hey, ich möchte bei dem Manager ein Event registrieren, wie zum Beispiel Lord UI. Und immer wenn der Manager aufgerufen wird, beziehungsweise wenn etwas passiert mit diesem Event, dann wird eine bestimmte Methode ausgeführt. Das zeige ich euch dann, wenn man in den Manager reinkommt. Das gibt es einmal ohne Type, also dass ich einfach grundsätzlich sagen kann, ich möchte registrieren ohne Type oder halt mit einem Type mitgeben, also Integer, Float oder natürlich deutlich komplexer. Das machen wir hier. Das ist aber alles Manager intern. Das passiert hier unten nochmal, das ist die jeweilige Helferklasse dazu. Spielt jetzt an der Stelle keine Rolle. Und das ist auch eine kleine Lektion hier wieder an der Stelle, was wir über die Jahre gelernt haben. Dieser Mehraufwand zu Beginn, es ordentlich zu strukturieren, sauber darzustellen, lohnt sich meistens sehr, sehr stark hinten raus. Denn wenn wir damit gleich fertig sind, ist es egal, wie groß euer Projekt wird. Wenn ihr diese Grundstruktur beibehaltet, könnt ihr unendlich viele Manager haben. Unendlich ist natürlich übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt eine sehr hohe Anzahl an Manager haben und es kommt in keinen Konflikt. Maximal könnte es passieren, dass Manager untereinander konflikten, aber dann könnt ihr sie einfach in der Reihenfolge verändern, sodass es funktioniert oder dementsprechend anpassen. Und auch die UI-Elemente stellen kein Problem dann mehr dar, denn auch die UI-Elemente könnt ihr jetzt beliebig viele laden, an verschiedenen Stellen laden etc. Und das schauen wir uns jetzt an. Das, was wir jetzt für den Manager gemacht haben, machen wir auch für den UI-Controller. Also wir haben ja ein Interface für den UI-Controller, der hat einfach nur ein Show und ein Hide Methode mit jeweils einem Boolean, ob man das forcen will oder nicht, das Anzeigen oder das Ausblenden des UIs. Und dann haben wir eine UI-Controller-Klasse. Ist im Grunde genommen das gleiche wie die Manager-Klasse, also hat sehr viele ähnliche Eigenschaften. Wir sagen hier zum Beispiel, also einmal ist hier in unserem Fall wichtig, dass wir ein Type of UI-Document haben. Das brauchen wir nämlich immer, wenn wir mit so einer Klasse arbeiten, denn wir wollen ja auf das UI-Document und auf das Visual-Element zugreifen. Wenn euch das Ganze nichts sagt, kein Problem. Wenn wir uns um das UI kümmern oder die ersten UI-Tutorials machen, gehen wir genau auf diese Punkte ein. Hier geht es nur darum, die Basisklassen zu verstehen und warum wir die brauchen. Wir haben also hier wieder das gleiche Schema wie eben, nur eben mit dem UI-Controller bzw. mit dem Base-UI-Controller, geben auch wieder den Type mit, damit wir nachher darauf zugreifen können. Auch hier haben wir wieder unsere Liste mit Event Registrations, also wo wir Events registrieren können.
und sagen jetzt hier im Editor, haben wir uns noch eine Hilfe gebaut, dass wir einmal über das Kontextmenü, also wieder dieses 3-Punkte-Menü und dann können wir Sachen im Inspektor auswählen, einmal Show UI und einmal Hide UI haben. Also da können wir das UI anzeigen oder ausblenden, dass wir einfach im Editor damit arbeiten können. Und jetzt kommt noch was hier anders ist wie im Manager. Und zwar haben wir hier die normale On-Enable-Methode. Und da rufen wir erstmal das Root-Dokument auf. Also das ist, wie gesagt, fürs UI ein spezifisches Dokument, genauso wie das Visual-Element. Und dann sagen wir Manage Event Subscribe. Das bisher ist es jetzt mehr oder minder noch wie beim Base Manager. Also wir führen erstmal relevante Methoden aus und sagen dann, dass wir dieses Subscribe-Event wieder machen wollen. Das zeige ich euch ja dann. Und jetzt kommt aber noch ein entscheidender Punkt, und zwar subscriben wir direkt auch mit einem also mit einem String auf das Event ShowUI und geben die Methode onOpenUI mit. Also hier sehen wir das erste Mal den Event-Service im Einsatz. Wir sagen also unserem Event-Service, hey, wenn wir diesen UI-Controller, das ist ja immer ein UI-Element, also das, was ihr dann seht auch, wenn ihr diesen starten, also wenn wir diesen on-enable setzen, wir schalten den an, dann wollen wir subscriben auf ein Event und als Parameter wollen wir einen String haben. Wir subscriben also auf das Event ShowUI und geben als Parameter, beziehungsweise unsere Action, die wir mitgeben, ist das onOpenUI. Bedeutet, wenn dieses Event, also während wir subscribed sind, wenn das Event ShowUI ausgeführt wird, wird immer in jedem UI-Controller, der gerade da ist, diese onOpenUI-Methode ausgelöst. Okay, was wir ausführen, ist natürlich die Methode Show ohne den Force-Pool. Das bedeutet jetzt, wenn er schon sichtbar wäre, würden wir das Ganze nicht nochmal auslösen. Wir setzen den Boolean is visible of true, führen dann nochmal einen App-Log aus und setzen jetzt hier gewisse Werte für unser Element, dass wir das auch sichtbar setzen. Und danach wird die Methode onShow ausgeführt. Da gehen wir jetzt runter. Hide ist genau das gleiche. Das mit dem Delay ist auch nichts anderes, außer dass wir mit dem Delay ausschalten. Wir haben eine onShow, onHide und onAwake-Methode, das sind die wir dann im eigentlichen UI-Controller dann auch benutzen werden, wenn wir Sachen wollen, also Sachen anzeigen wollen, bei onShow oder Animationen auslösen wollen oder gewisse Daten laden wollen. Dann können wir nämlich sicher gehen, dass vorher die Show-Methode angezeigt wurde oder beziehungsweise dass das UI richtig initialisiert wurde und erst danach unser Code ausgeführt wird. Das da unten ist wieder genau das gleiche wie beim Base Manager. Hier sehen wir einfach unsere Möglichkeiten, das Event zu registrieren. Okay, wie versprochen, schreiben wir jetzt unseren ersten Manager. Dazu gehen wir in Manager. Es gibt jetzt verschiedene Methoden. Da wir Manager haben, die Manager direkt benamen, könnte man jetzt Unterklassen machen. Wir lassen das jetzt erstmal auf der obersten Ebene. Also ist dann alles im Manager-Bereich drin. Das kann man später immer noch einsortieren oder beziehungsweise dann verschieben. Den ersten nennen wir Data Manager. In unserem Data Manager haben wir auch hier wieder einige Sachen, die rot markiert sind. Dazu kommen wir aber gleich. Das erste, was wir sehen, ist, dass wir von dem Base Manager erben und da kommt jetzt das erste Mal das zu tragen, was wir die ganze Zeit zeigen. Also wir sagen hier, wir haben einen Data Manager. Dieser erbt von dem Base Manager und gibt aber als Type sein Data Manager mit. Und damit haben wir dieses ganze Manager-Gedöns im Hintergrund, also wenn wir uns für Events registrieren etc. wollen, geregelt. Und das sehen wir jetzt hier auch schon optimal. Und zwar sagen wir im Awake, wollen wir uns für ein Event registrieren. Das ist das, was wir im Base Manager vorhin erzeugt haben. Wir sagen jetzt also Register Event, dann geben wir einen Typ mit, Double in dem Fall. Unseren Event Key kennen wir schon, diesen Change Gold, den haben wir vorhin gesehen. Geben dann einen Wert Gold mit, aber woher kommt der Gold? Jetzt in diesem Fall von PMPref Save. Erzähle ich euch gleich, das ist unser Plugin, und haben hier Save Keys Gold. Was wir jetzt noch nicht haben, sind Save Keys. Das sind jetzt unsere wieder Enums Gold. Und müssen wir natürlich ein Komma reinmachen. Dass wir diese auch als Keys benutzen, hat auch wieder einfach damit was zu tun. Natürlich haben wir dann ein bisschen mehr Speicherplatzverbrauch etc. und ein bisschen mehr Aufwand zu pflegen, aber dadurch kann es eben nicht passieren, dass wir beim falschen Speichern laden, also wenn man beim String einen Fehler etc. hat, dass es da dann zu Problemen kommt. Und auch hier wieder, wenn man mit KI oder anderen Entwicklern arbeitet, hat man einfach eine gemeinsame Schnittstelle sozusagen, wo man sicher sein kann, wenn er einen vorhandenen Key genommen hat, dann wird auf den vorhandenen Key auch gespeichert und geladen. Und wenn man dann das Naming-Schema so eindeutig macht, dass man, wie jetzt beim Gold als Safe Key ist, glaube ich, sehr eindeutig, dann kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Genau, also wir registrieren uns auf ein Event, sagen dann mit PMPref speichern wir die Keys
und das ist dann immer, wenn wir sagen bei Change Gold, also wir registrieren uns auf jedes Event, das Change Gold heißt. Also es wird bei dem Event, wenn das ausgelöst wird, ein Double mitgegeben und dann machen wir PMPrefs .save und sagen dann Save Keys Gold und geben dann den Wert des Goldes mit. Das heißt, wir speichern den Namen Gold, dann auch den Wert Gold sozusagen in dieser Variable. Warum jetzt PMPrefs und nicht PlayerPrefs? Also ihr könnt an der Stelle auch PlayerPrefs benutzen. Das ist ja von Unity Alternative. PMPrefs ist sozusagen nochmal ein Wrapper oben drüber. Das ist ein eigenes Produkt von uns. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Speichertool nehmen oder wie gesagt halt direkt PlayerPrefs. Aber hier habt ihr die Möglichkeit, alles, was mit JSON serialisierbar ist, auch wieder zu speichern und zu laden und es sehr schnell und das Ganze auch verschlüsselt und euch das Ganze dann auch in Unity Editor anzeigen zu lassen. Das PMPrefs holen wir uns mal ganz kurz ins Projekt. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung. Dazu müsst ihr dann nur auf GitHub und könnt dann auf PMPrefs, wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Da könnt ihr einfach hier oben auf den Link gehen, den Link kopieren, geht dann wieder in euer Unity rein, wartet kurz und dann auch hier oben über das Plus, Install Package from Git.ul, da fügen wir das Ganze ein und sagen einmal Install. Und wenn das Ganze dann installiert ist, jetzt haben wir hier noch einen Fehler im Data Manager, den müssen wir erst beheben. Und sehen jetzt hier noch das Object Data, das können wir noch rausmachen, das war noch von vorher. Und sehen jetzt, das Ganze funktioniert schon. Auf PMPrefs möchte ich jetzt gar nicht zu viel eingehen. Da könnt ihr euch im GitHub Repository einfach die README durchlesen oder direkt in den Kommentaren fragen, wenn ihr Fragen habt. Wichtig ist für euch nur, ihr habt hier oben unter Tools, Project Makers, PMPrefs. Und hier habt ihr jetzt das Fenster. Das ziehen wir uns jetzt einfach mal im Inspektor. Hier sieht man dann Variablen. Einmal direkt die PlayerPrefs-Variablen. Das sind dann die von Unity zum Beispiel gesetzt worden sind oder hier von uns in einem Test auch schon gesetzt worden sind. Und dann bei PMPrefs seht ihr dann Variablen, die mit PMPrefs gesetzt worden sind. Unter Konfiguration könnt ihr dann Secure Key eingeben und könnt das Ganze nochmal importieren oder exportieren. Wieder zurück zum Data Manager. Wir speichern jetzt also hier, immer wenn es eine Veränderung der Werte gibt, speichern wir diese in PMPrefs. Danach, das Ganze passiert beim Invoke, also wir registrieren uns erst für diese Events, geben dann ein Invoke, Name of Load Game Data, das ist hier unten, und sagen, also wir starten die Methode, oder wir rufen die Methode auf mit einem Delay, das ist hier oben unser Delay von 0,5 Sekunden, um dann unsere Events eben zu notifieren, also zu Bescheid zu sagen, so hey, wir laden jetzt Gold, wir laden jetzt Reputation und das Laden ist final an der Stelle. Damit wir eben die Daten, die wir geladen haben, beziehungsweise dass wir da nicht in einen Konflikt kommen mit Sachen, die wir speichern und Sachen, die wir laden. Deswegen wollen wir uns zuerst registrieren für Variablen, die wir verändern und danach haben wir die Variablen, die wir laden. Das ist jetzt auch wieder der Punkt, warum wir einmal Load und einmal Change-Variablen haben, denn sonst greifen wir auf die gleichen Events zu und das führt zu Problemen. Auch hier in dem Fall einfach mit PMPrefs, also einmal das App-Events Notify, und das ist dann eben das, wo wir ein Event auslösen an der Stelle. Wir sagen auch, der Key ist Load Gold, also Event Key ist Load Gold und dann sagen wir mit PMPrefs Load. Als Save Key geben wir den Type mit von unserem Save Key sozusagen, Save Key Gold. Und als Double, das ist der Wert, den wir erwarten. Also wir laden Type of Save Key, also mit Type of Save Key, den wir mit reingeben und erwarten den Double zurück und bekommen dann dementsprechend in diese Notification, also wenn da auf jemand registriert ist, bekommt er eben diesen Double als Wert von dem Ganzen. Und zum Schluss sagen wir noch, dass Loading Finish ist, also es erledigt ist. Das ist zum Beispiel ein Event ohne Type. Das heißt, da könnten wir zum Beispiel einen Load-Screen haben, der auf das Event registriert ist, auf dieses Loading-Event registriert ist. Der könnte sich dann einfach ausblenden, wenn Loading Finish True ist. Das Ganze war wieder erwartet von mir doch sehr viel auf einmal. Es ist uns aber wichtig, dass ihr die vollumfängliche Entwicklung seht oder wie das Ganze vollumfänglich funktioniert, damit ihr das Ganze auch versteht. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass man mit KI wirklich, wirklich gut arbeiten kann oder auch so heute noch wirklich einen guten Mehrwert als Programmierer für eine App bieten kann oder für eine Entwicklung bieten kann, was eine KI so nicht kann. Und hier habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr das lernt und das verinnerlicht, dass ihr eben Step by Step die Produkte so aufbauen könnt und zwar alle Produkte, denn das ist unabhängig jetzt von der Engine, das ist unabhängig von dem Projekt, an dem ihr arbeitet oder was es für ein Projekt ist, ob es jetzt eine Business-Anwendung ist oder ob es ein Spiel ist. Wenn ihr dieses strukturiert aufbaut und euch Step by Step die Regeln klar vorgibt, wie hier bei uns mit diesen Enums oder mit diesen klaren Strukturen, also dass wir immer von einem Interface und von einem Base Manager erben, dann kann auch eine KI gar nicht so viel draus rumdoktern. Aber selbst mit einfachen Modellen, also auch wie mit dem neueren Qwen 3.5 4b Modell, selbst das kann mit dieser Struktur umgehen.
Und das schauen wir uns dann im nächsten Tutorial an. Im nächsten Tutorial werden wir UI erzeugen und die ersten Manager dazu, dass wir wirklich mal Daten sehen, dass wir Daten laden, dass wir Daten speichern. Und dann werden wir mit KI die ersten weiteren UIs umsetzen, um eben auch zu zeigen, dass es wirklich so funktioniert, wie wir das sagen. Und damit ihr wirklich mal ein echtes Ergebnis seht, nicht immer nur die Vorhersagen von den YouTubern, die sagen, mit KI kann man das tun, sondern auch wirklich mal, wie macht ihr das mit KI und die echten Ergebnisse, die wirklich aus KI rauskommen. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Lasst uns direkt reingehen, nicht so lange rumschwafeln wie das letzte Mal, dann kommen wir auch ein bisschen besser voran. Nein. Heute zeige ich euch, wie wir die ersten Objekte anlegen. Und das ist uns aber besonders wichtig, dass wir den vollumfänglichen Sack, oh mein Gott, warten einen Moment und jetzt sollte er das Problem von alleine lösen. Oder auch nicht. Und haben hier noch ein paar Sachen, die wir rausnehmen können. Nee, ich mache das gleich nochmal. Dazu muss ich nur auf GitHub in mein PeerPress-Objekt und hoffen, dass es diesmal funktioniert. Nimmt alles auf gerade? Okay, ich muss nur mal gucken. Einfach 30 Minuten umsonst gemacht oder so. 20. Okay. Alles für den Dackel. I'm not sure about this. Okay. Da sich die verschiedenen Zustände eures Lernniveaus einfach so unterschiedlich wahrscheinlich befinden, dass wir in dem Fall es so, das klingt total komisch. Das müssen wir nochmal rausschneiden, bitte, also das mit dem Lernen. Und genau das ist das, was wir jetzt hier mit unseren Managern machen. Okay, dann machen wir das mal mit unseren Managern. Heiligsblechle. Das mit dem Atmen muss ich nur üben, ey.